Schon in naher Zukunft wollen wir Menschen den Mars besiedeln. Doch dafür sind noch einige Herausforderungen zu bewältigen. Wie sollen beispielsweise lebenswichtige Rohstoffe wie Sauerstoff, Wasser und Treibstoff auf den roten Planeten gebracht werden? Unmöglich? Jetzt tüftelt die NASA an einer wirklich irren Lösung für genau dieses Problem. Autonome Roboter sollen demnach aus lokalen Ressourcen, nämlich der Marserde, Wasser, Sauerstoff und Treibstoff produzieren. Klicks um Science Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Die Roboter sollen laut Plan der NASA schon lange bevor wir Menschen irgendwann einmal auf dem Mars eintreffen, mit ihrer Arbeit beginnen. Als Basis für die Produktion der lebensnotwendigen Ressourcen könnte Regolith genutzt werden. Ein lockeres Pulver aus verwittertem Vulkangestein, überall auf dem Mars verteilt. Genauer gesagt besteht es aus sogenannten Silikaten, die sich unter anderem aus Sauerstoff und Silizium zusammensetzen. Das Regolith befindet sich unter einer Eisenoxidschicht, die die Oberfläche des Mars so rot erscheinen lässt. Doch der Abbau von Schichten dort ist alles andere als einfach. Die Gravitation auf dem Mars ist ja deutlich niedriger als auf unserer Erde. Sie beträgt nämlich nur 38% der Schwerkraft unseres Heimatplaneten. Und das würde die Arbeit der Schürfwerkzeuge, wie beispielsweise das Drücken der Baggerschaufel in den Boden, fast unmöglich machen. Denn das Eigengewicht des Baggers wäre auf dem Mars zu gering, um dieser Kraft entgegenzuwirken. Zudem müssten die Roboter ja in Leichtbauweise angefertigt werden, also es wird noch schwieriger, um so überhaupt auf den roten Planeten transportiert werden zu können. Doch die NASA hat einen Prototypen konstruiert, der Hoffnung macht. Eine Maschine namens Razor. Das steht für Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot. Seine Bauweise ist nicht tricky. Er baut die gewünschte Regolith-Schicht mit 2 Schaufelrädern ab, wobei diese sich durch gegenläufige Drehbewegungen neutralisieren. Somit stellt die fehlende Schwerkraft kein Problem mehr dar. Durch die Arbeit des Roboters entsteht dabei hinter ihm kein tiefes Loch, sondern eher eine Art flacher Graben. In einem nächsten Schritt soll Razor das Material dann in eine Basis bringen, in der es dann weiter verarbeitet wird. Auch diese Station soll nach Angaben der NASA vollautomatisch laufen und das Regolith erhitzen. Dabei entsteht zum einen Wasser, das gesammelt wird und als Trinkwasser für mögliche Marsbesiedler dienen kann. Doch mit dem gewonnenen Wasser kann noch viel mehr angestellt werden. Durch Elektrolyse, also ich stecke einfach einen Plus- und Minuspol rein und jage Strom hindurch, kann daraus sowohl nämlich Wasserstoff als auch Sauerstoff gewonnen werden. Und diese beiden Gase könnten dann wiederum in einem weiteren Verarbeitungsschritt verflüssigt werden und somit als Treibstoff für Raketentriebwerke dienen. Wow! Doch die NASA hat eine andere Idee. Sie will den flüssigen Wasserstoff dann durch Kombination mit Kohlenstoff zu Methan umwandeln, das dann auch als Treibstoff genutzt werden kann. Und damit zurück zum Regolith. Durch das Erhitzen entsteht neben dem Wasser außerdem ein staubtrockenes Abfallprodukt. Dieses soll von den Robotern entsorgt werden und als Ausgangspunkt für den Bau von Häusern und Straßen dienen. Diese sollen durch 3D-Druck entstehen. Hammer! Diese Anlage könnte also einige Jahre bevor die erste Besatzungsmission den Mars erreicht, ihre Arbeit beginnen und somit systematisch alle notwendigen Vorräte für eine erfolgreiche Mission bereitstellen. Und das ist alles viel mehr als reine Science-Fiction. Verschiedene Ingenieurteams der NASA sind bereits dabei, diese Mission, diese Vision zur Realität werden zu lassen. Laut NASA soll das Ganze schon in naher Zukunft verschiedene Testläufe absolvieren. Zunächst auf der Erde, dann auf dem Mond und als großes Finale soll die Idee dann irgendwann auf dem Mars selbst realisiert werden. Wenn es Neuigkeiten dazu gibt, dann erfahrt das natürlich hier und zuerst auf WhatsApp. Dafür einfach hier klicken und den Newsletter abonnieren und ansonsten bis dann, bleibt dran.